Was wäre, wenn fast alles, was du über das Realisieren von Kryptogewinnen zu wissen glaubst, vielleicht gar nicht der cleverste Weg ist? Der klassische Ratschlag lautet, kaufe, wenn die Kurse hoch sind und hoffe, dass man irgendwann wieder günstiger einsteigen kann. Aber was, wenn die wahren Langzeitgewinner ein völlig anderes Spiel spielen? Eine Strategie, bei der du deine Bitcoin niemals verkaufst, trotzdem aber auf Kapital zugreifen kannst und die ganze Debatte um Haltefristen plötzlich an Bedeutung verliert? Das klingt zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber bleib dran, denn heute schauen wir uns eine der wirkungsvollsten, aber oft missverstandenen Finanzstrategien im Crypto-Space genauer an. Jeder, der länger dabei ist, kennt dieses Gefühl. Du schaust auf deine Wallet und dein Bitcoin-Portfolio ist satt im Plus. Jahre des Zweifelns, des Haltens, des Hoddelns haben sich gelohnt. Und sofort schießt dir der Gedanke durch den Kopf, ich sollte Gewinne mitnehmen. Man träumt von der Anschaffung für ein Haus, der Gründung einer Firma oder einfach nur davon, sich endlich etwas zu gönnen. Doch dann kommt die Realität. Sobald du auf Verkaufen klickst, löst du ein steuerpflichtiges Ereignis aus. Ein ordentlicher Teil deiner Gewinne geht direkt ans Finanzamt. Du verkaufst nicht nur Bitcoin, du verkaufst auch einen Teil deiner finanziellen Zukunft. Gerade in Deutschland fokussieren wir uns stark auf die sogenannte Haltefrist. Ein Jahr halten und die Gewinne sind steuerfrei. So die bekannte Regel für private Veräußerungsgeschäfte nach § 23 Einkommensteuergesetz. Aber wie in Stein gemeißelt ist diese Regel wirklich? Es wurde lange diskutiert, auch die Frist beim Staking oder das Lending auf 10 Jahre zu verlängern. Eine Sorge, die durch ein BMF-Schreiben zwar ausgeräumt wurde, aber die grundsätzliche Unsicherheit bleibt. Es gibt immer wieder Gesetzesinitiativen, wie auch gerade jetzt, bei der davon geträumt wird, diese Haltefrist abzuschaffen. Dein Finanzplan hängt an einem seidenen Faden politischer Entscheidungen. Man ist gefangen zwischen dem Wunsch nach Liquidität und der Angst vor Steuern und Reue. Lasst uns nun kurz über die Angst vor der Reue sprechen. Es gibt kaum einen Schmerz, der bei Investoren so tief sitzt, wie der des zu frühen Verkaufs. Du hast verkauft, um einen netten Gewinn zu sichern, nur um fassungslos mit anzusehen, wie sich der Kurs danach verzehnfacht. Jeder, der schon länger dabei ist, kennt diese Geschichten. Jedes Mal, wenn du verkaufst, wettest du im Grunde gegen die größte monetäre Technologie unserer Zeit. Und dann ist da der Stress, den Markt timen zu wollen. Ich verkaufe an der Spitze und kaufe wieder am Boden ein. Das ist wohl einer der gefährlichsten Sätze für Anleger. In der Theorie klingt das super. In der Praxis ist es oft ein Rezept für Verluste. Niemand hat eine funktionierende Kristallkugel. Du verkaufst, der Kurs steigt, du wartest auf den Dip, aber er kommt einfach nicht. Panisch kaufst du zum nächsthöheren Preis zurück und am Ende hast du weniger Bitcoin als zuvor. Und hast zusätzlich noch Steuern gezahlt. Es gibt einen bekannten Satz in der Szene. Das Schwierigste an Bitcoin ist nicht, es zu kaufen, sondern es zu halten. Der Verkaufsbutton ist eine der größten Hürden auf dem Weg zum echten Vermögensaufbau. Aber was, wenn dieser Verkaufsbutton eine Falle ist? Was, wenn die Lösung dahinter besteht, ihn einfach nicht zu drücken? Das ist keine Spinnerei, sondern die Strategie, auf die Visionäre wie Michael Saylor und immer mehr smarte Investoren gesetzt haben. Der Paradigmenwechsel legt einen entscheidenden Unterschied. Beleihen statt verkaufen. Denk mal drüber nach. Du verkaufst ja auch nicht dein Haus, nur weil du Liquidität für ein neues Auto brauchst. Was machst du stattdessen? Du gehst zu einer Bank, nutzt dein Haus als Sicherheit und nimmst einen Kredit auf. Dein Haus bleibt dein Eigentum, gewinnt im Idealfall weiter an Wert und du hast trotzdem das Geld, was du brauchst. Warum solltest du dein vielleicht bestes und härtestes Asset, dein Bitcoin, anders behandeln? Die Strategie ist verblüffend einfach und gleichzeitig revolutionär. Anstatt deine Bitcoin zu verkaufen, hinterlegst du sie als Sicherheit, ein sogenanntes Collateral, bei einem spezialisierten Anbieter. Im Gegenzug erhältst du einen Kredit in Euro oder Stablecoins. Dieser Kredit bemisst sich an einem Bruchteil deines Wertes der Bitcoin,
dem sogenannten Loan-to-Value, LTV. Der Clou daran: Deine Bitcoin sind zwar als Sicherheit gebunden, aber sie gehören immer noch dir. Du behältst das volle Eigentum und damit auch das volle Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen. Wenn der Kredit zurückgezahlt ist, bekommst du die exakt selbe Menge an Bitcoin zurück. Und der entscheidende Punkt: Weil du nichts verkauft hast, entsteht nach dem Verständnis aktuell auch in der Regel kein sofortiges steuerpflichtiges Ereignis. Damit rückt die Haltefrist für den Zugriff auf Liquidität in den Hintergrund. Wenn dir dieser Perspektivwechsel schon jetzt zu denken gibt, dann tu uns gern einen riesigen Gefallen. Gib diesem Video einen Like und abonniere den Kanal, damit du die Zukunft des Geldes nicht verpasst. Das hilft uns wirklich sehr bei unserer Mission weiter. Das Ganze ist nun keine reine Zukunftsmusik. Der Markt existiert bereits, und wenn er durch Pleiten großer Anbieter wie Celsius oder BlockFi herbe Rückschläge erlitten hat, dennoch gibt es eine fortschreitende Professionalisierung. Der Prozess ist oft überraschend schnell und einfach. Du öffnest ein Konto bei einer Plattform und durchläufst die Identitätsprüfung KYC. Dann beantragst du den Kredit, wählst einen Betrag und den LTV. Du überweist deine Bitcoin als Sicherheit und oft binnen kürzester Zeit wird dir der Kreditbetrag ausbezahlt. Der Loan-to-Value, LTV, ist die wichtigste Stellschraube. Wenn du zum Beispiel Bitcoin im Wert von 100.000 Euro hinterlegst und einen Kredit über 25.000 Euro aufnimmst, hast du einen konservativen LTV von 25%. Aber, und das ist der wichtigste Teil dieses Videos, wir müssen ehrlich über die Risiken sprechen. Denn nur wer die Risiken versteht, kann sie auch managen. Das größte Risiko ist die Volatilität und damit die verbundene Liquidation. Fällt der Kurs deiner hinterlegten Bitcoin zu stark, sinkt der Wert deiner Sicherheit. Überschreitet dein LTV dadurch eine kritische Schwelle, kommt es zum sogenannten Margin Call. Du wirst aufgefordert, mehr Sicherheiten nachzuschießen oder einen Teil deines Kredits zurückzuzahlen. Wenn du das nicht kannst, ist der Anbieter gezwungen, einen Teil deiner Bitcoin zu verkaufen, um den Kredit abzusichern. Das ist eigentlich der Albtraum. Ein erzwungener Verkauf am Tiefpunkt des Marktes. Deine beste Versicherung dagegen: ein niedriger LTV und eiserne Disziplin. Das zweite große Risiko ist das Gegenparteirisiko. Du gibst die Kontrolle über deine Bitcoin temporär ab. Du musst der Plattform 100% vertrauen. In der Kryptogeschichte ist voll von Pleiten und Betrugsfällen. Wähle daher ausschließlich etablierte, regulierte Anbieter und prüfe die Sicherheitsmaßnahmen genau. Und zuletzt natürlich die Zinskosten. Die Kredite sind nicht umsonst. Die Zinsen können je nach Marktlage auch einen zweistelligen Bereich liegen. Das ist der Preis, den man für Liquidität ohne Verkauf zahlt. Wenn du diese Risiken verstanden hast, kannst du auch beginnen, die wahre Dimension dieser Idee zu erkennen. Das ist mehr als nur ein Trick. Es ist die Vision einer neuen Finanzinfrastruktur mit Bitcoin als Fundament. Manche Beobachter sehen eine Entwicklung in Phasen. Zuerst kamen die dezentralen Protokolle für Early Adopter. Aktuell erleben wir eine Professionalisierung durch spezialisierte Unternehmen. Eine mögliche, aber spekulative Zukunftsvision ist auch, dass irgendwann traditionelle Banken aufwachen. Ob du in ein paar Jahren zu deiner Hausbank gehst und dein Bitcoin-Portfolio für eine Immobilienfinanzierung beleihst, steht noch in den Sternen, denn die regulatorischen Hürden sind extrem hoch. Das Endspiel dieser Vision wäre ein globaler Kapitalmarkt, auf dem Bitcoin-besicherte Kredite gehandelt werden, ähnlich wie heute Hypotheken. Der amerikanische Anbieter Ledn hat dies bereits eingeführt, indem er nicht eine einzelne Privatperson als Kreditgeber auftritt, sondern ein Kontrakt ähnlich einem ETF von vielen kleinen Investoren gekauft werden kann. Dieses Kapital fungiert dann als Kreditgeber. So können auch kleine Investoren von den Zinsen profitieren und streuen das Risiko noch weiter.
Obwohl es durch die mögliche Liquidation eigentlich gar kein Risiko für den Kreditgeber gibt. Er bekommt sein Geld immer zurück. Die Kernthese hinter alledem ist gewaltig. Bitcoin könnte sich von einem passiven Wertspeicher zu einem produktiven finanziellen Basisasset entwickeln. Es wird nicht mehr nur gehalten, es wird als Sicherheit produktiv gemacht. In dieser Vision wird es zum ultimativen Collateral des 21. Jahrhunderts. Was bedeutet das jetzt für dich? Die zentrale Botschaft soll sein, hör auf, nur auf Verkaufsziele zu denken. Fang an, in Strategien zu denken. Dein Bitcoin ist kein Lottoschein, den du irgendwann einlöst. Es ist das Fundament deines Vermögens. Wenn du diesen Rahmen übernimmst, verändert sich die Spielregel für dich. Du bist kein Spekulant mehr, der verzweifelt den Markt timen muss. Du wirst zum langfristigen Eigentümer, der seine Souveränität nicht mehr für kurzfristige Liquidität opfern muss. Wohl wissend, dass du die direkte Kontrolle über deine Coins temporär abgeben kannst. Du verschiebst die potenzielle Steuerlast, statt sie sofort auszulösen, und umgehst den Stress des Market Timings. Aber ich sage es noch einmal ganz deutlich, und das ist entscheidend. Dies ist keine risikofreie Strategie und absolut keine Anlage- und Steuerberatung. Es ist ein Ansatz für disziplinierte, langfristige Denker. Er erfordert eine sorgfältige Auswahl der Partner, ein konservatives Management des LTV und ein tiefes Verständnis der Risiken. Sprich vor solchen Entscheidungen unbedingt mit einem qualifizierten Steuerberater. Doch der mögliche Preis ist eine Form von finanzieller Freiheit. Die Fähigkeit, auf den Wert deines Vermögens zurückzugreifen, ohne es jemals verkaufen zu müssen. Das ist die stille Revolution der Haltefrist. Aber wie genau ist die steuerliche Situation bei Zinszahlungen in Deutschland geregelt? Und woran erkennt man eine sichere Plattform? Das sind Themen für zukünftige Videos. In einem der nächsten Videos werde ich einen Guide für Anfänger machen, wie man seine ersten Bitcoin-besicherten Kredite nimmt und sie richtig einstellt. Schreib uns in die Kommentare, was dich am meisten interessiert. Und schau dir in der Zwischenzeit gerne auch Videos an, in denen wir erklären, warum Bitcoin als härtestes Asset der Geschichte gilt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.